Buchfans, heute Technikvideo und welche Video? Video Achseneinbau, also Radachsen, keine Schweinachse, nee, Radachseneinbau. Guck mal. Gut, wieso diese Video? Na, wir verkaufen natürlich Naben komplett. Wir verkaufen Achsen komplett, Radachsen komplett. Wir verkaufen hinter, vorne. Aber das sind viele Kunden, die fragen, die bekommen das dann zu Hause. Das ist zum Beispiel unsere Universal, aber da komme ich später noch drauf. Vorderradachse und das ist Hinterradachse. Universal? Nicht ganz, aber für unsere Räder absolut super geeignet. Aber die Verwirrung kommt, ja, das sind eigentlich, hier sind 3 Mutter dabei und dann noch so eine Buchse, hier genauso, so viele Buchsen. Welche Buchse muss wohin am Rad? Na, gut, haben wir heute schon gemacht. Video fertig, bis zum nächsten Mal. Nee. Nee, wir haben alles schon aufgebaut und wir bauen das so gleich wieder aus. Na, ist da ein Unterschied? Können da Probleme kommen, wenn ich eine andere Gabel habe, zum Beispiel in Kombination mit dieser Radnabe und Achse? Ja, das sind kleine Unterschiede, weil das hier haben wir, weil das ist unsere meistverkaufte Gabel, daher und diese Sternfelgen mit diesen Namen, das ist alles das meistverkaufte, das wir haben. Also daher natürlich machen wir das als Vorbild. Ne? Also, Original Look EBR, Nachbaunabe, Original Bremsankerplatte. Haben wir mit Aufsatz gemacht. Gut, Aufsatz. Hinten Nachbaunabe, Nachbaubremsanker und unsere Achse mit diesen 4 Teilen dabei. Na, wieso haben wir das natürlich gemacht und bereits aufgebaut? Ja, wir hatten das eigentlich noch nie getestet. Jetzt haben wir das getestet und ja, man sieht, die Räder drehen frei, aber man muss schon einiges machen. Speziell beim Vorderrad. Nimmt man zum Beispiel deine Originalgabel, ja, dann kann es sein, dass man eine extra Ring dabei legen muss, so eine Unterlegscheibe oder ja, dann kommen wir zur anderen Seite. Die Kamera langt. Wir haben hier eine Tacho-Schnecke eingebaut. Ja, nicht jeder hat aber eine Tacho drauf. Na, daher ist bei dieser Achse ist noch diese Buchse dabei, diese lange Buchse. Ja, und dann, wenn man das so sieht, ich hoffe, die Kamera kann das zeigen, dann ist diese Buchse etwas zu lang. Ja, und dann muss man noch etwas dran arbeiten. Entweder, das Beste ist natürlich auf eine Drehbank, ne? Das ist immer am schönsten. Man kann das sägen, man kann das schleifen, man kann das feilen, aber das muss ein bisschen passend gemacht werden. Daher ist es auch ein Universalteil natürlich. Ne? Aber Länge hat man genug, ohne Probleme kann man das anpassen. Na, das ist also sehr wichtig. Wir haben diese Kombination, kommt bei uns im Shop auch das meiste vor. Also Leute oder Kunden kaufen natürlich eine Nabe und zusätzlich eine Tacho-Schnecke. Na, daher diese Kombination. Und dann sieht man schon, Kamera bitte, sieht man schon, dass hier am Innenseite eine extra Unterlegscheibe da drin ist. Wieso? Na, was man absolut nicht will, ist, dass diese Gabel unter Spannung eingebaut wird, sodass die Gabelholme nach innen gedrückt werden. Das muss absolut nicht sein. Das ist für die Funktion von dieser Gabel ist das absolut desaströs, will man nicht. Also, man baut so eine Achse auf, man sieht hier noch Spiel, man lässt das einfach ein bisschen so nach unten gehen. Wenn da noch Spiel ist, muss man das absolut beheben, wegholen. Also, wir haben jetzt also 2 extra Unterlegscherben dabei gekauft in unserem eigenen Shop und dann passt ohne Probleme, nicht unter Spannung, absolute Klasse. Es kann aber sein, dass bei deiner Originalgabel das nicht notwendig ist. Jungs, und so haben wir ein paar Variablen, da können wir nicht einfach alles in dieses Set dabei verkaufen.
Man muss einfach selber anschauen, wie deine Kombination von Gabel, Radnabe, Achse, was das Beste ist. Also wir sagen immer, nimm ein paar von diesen Unterlegscheiben dabei. Am Hinterseite braucht man das nicht zu machen, das ist echt absolut passgenau. Aber da haben wir auch nicht so viele Buchsen und Teile. Gut, gehen wir mal zur Hinterseite. Und dann bauen wir das aus, ne? Dann zeigen wir das auch. Gut, Hinterseite haben wir zwei Mutter, die sind hier zum Andrehen. Dann kommt Kettingspanne, dann kommt nichts. Hier ist unsere Bremsankerplatte drauf. Diese Distanz ist schon, diese Buchse ist schon am Bremsanker. Also da braucht man nichts zu machen. Einfach. Nur unter dem Bremsanker ist diese Mutter. Und diese Mutter hat so eine kleine Kante hier. Und die Kante geht zum Lager, weil, das habe ich noch nicht erwähnt, da sind bei diesen Nachbaunaben, da sind Festlager drin. Also nicht diese Kügel, die sind nicht mehr drin, das ist altmodisch, die will man eigentlich nicht mehr haben. Und daher sind in diese neue Naben, die wir neu verkaufen, da sind Festlager dabei. Gut, also diese Mutter mit dieser Kante zum Lager einbauen. Ich habe das bereits so ein bisschen gemacht. Und dann hier an die rechte Seite ist diese Buchse für die andere Distanz hier. Nou, man sieht, wir haben uns nicht zu viel Mühe gemacht. Wir haben noch keine Kette drauf, aber das Rad und Reifen sind absolut in Mitte von Rahmen. Auch hier beim Schwingen sieht man absolut gerade in Mitte. Ja, und das will man eigentlich haben und dann dreht sich ein Rad, ja, eigentlich ohne Probleme. So leicht, dass auch dieses Ventil, wenn das still steht, in Mitte kommt. Ja, und das will man natürlich haben. Das muss gut laufen. Man will keine Bremsen haben, wenn man nicht bremst. Ne? Okay, ich denke, wir holen mal den Jan Willem dabei und wir bauen das aus. Dann halte ich mal die Klappe und dann können wir sehen, wie das funktioniert. Kann ich nur noch bei diesen Felgen, kann ich zeigen, komme ich wieder nach hier, auch hier wieder, Hinterradfelgen, da sind diese Festlager drin und die sind eigentlich fast genau wie diese Naben mit Sternfelgen. Ja, natürlich logisch, weil das muss auch dasselbe sein. Aber wie gesagt, es kann ein bisschen abweichen und wenn das abweicht, dann muss man ein bisschen an die Arbeit mit diesen Buchsen, Achse und so weiter. Vorderrad auch wieder Festlager, Aufnahme dafür für die Tacho-Schnecken. Weiter, hier passt dein Original Bremsankerplatte passt. Hinten natürlich auch. Kann man neu kaufen, kann man nicht neu kaufen, was du willst. Okay, wir holen das mal auseinander. Wir fangen an mit dem Hinterrad. Das geht auf die Seite, diese sehr schöne, und fangen wir mal an mit das Hinterrad. Wir sind gleich wieder zurück. Buchfans, kleiner Tipp nochmal. Hast du ein Rad mit original 11 mm Achse drin, die noch okay ist, und man kauft diese Bremsankerplatte, dann passt es. Ohne Probleme. Hat man eine 12 mm Achse? Geht nicht. Geht nicht. Nee, geht nicht. Muss man aufbohren. Es steht beim Produkt im Shop, aber dann muss man aufbohren auf 12 mm und dann kann man einfach diese neue Bremsankerplatte auch verwenden bei diese neue Naben mit 12 mm Achse. Ja Jungs, dann muss ich noch ein Ding sagen. Natürlich hier unten haben wir gesehen, da ist auch eine Buchse, aber das war mit dieser Kombination, diese Naben, Achse und Tacho-Schnecken, war das nicht genug. Was haben wir gemacht? Wir haben noch diese Tacho-Schnecken auf ein Schleifpapier gelegt. Und da haben wir so um eine Minute, halbe Millimeter. Es war nicht 100%, dass das richtig drehte. Also, man kann das schleifen, einfach. Gut, ich hoffe, dieses Video war ein bisschen deutlich. Sind da noch Fragen oder Undeutlichkeiten, dass du sagst, ja, aber ich will auch noch gerne das sehen oder das sehen. Naja, das können wir machen, ist eigentlich gar kein Problem. Einfach hier unten in die Kommentare oder eine E-Mail an info@puchshop.de schreiben. Vergessen nicht zu abonnieren natürlich, ne? Und den Klingel zu drücken. Dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Und dann sehen wir einander nächste Woche. Ciao.